Hey, willkommen zurück, Freunde. Fragrance Talk wieder hier. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute stelle ich euch meine ultimative Beast Mode Reihe vor. Teil 1 natürlich, ich habe mehrere Düfte, was das angeht. Das heißt, es wird mehrere Teile geben, also 2 oder 3. Schauen wir mal, auf jeden Fall sind das Beast Mode Düfte oder Düfte, die über 10 Stunden halten. Also freut euch schon drauf und vorweg erstmal für alle Neuen, die das erste Mal auf meinem Kanal sind, bleibt hier, drückt die Glocke. Warum? Ich möchte mich nicht einschleimen, aber ja, hier findet ihr so gut wie es geht alles, was das Duftherz oder Parfümherz begehrt. Also Leute, ja, jetzt fangen wir gleich mal an mit den ersten, und zwar Armani Code Profumo ist der erste. Ja, der erste Beast Mode Duft, der über 10 Stunden, ich muss natürlich dazu sagen, über 10 Stunden an meiner Haut oder auf meinen Klamotten, natürlich auf Klamotten immer mehr natürlich, aber die über 10 Stunden bei mir halten. So, das ist natürlich von Haut zu Haut anders. Ich muss das immer wieder betonen, vor allen Dingen für die Neuen, die das oder erst in dieses Business einsteigen. Jede Haut ist anders, trockene Haut, feuchte Haut, die Moleküle müssen sich entfalten können und so weiter. Aber ich gehe jetzt davon aus was heißt, ich gehe davon aus, es sind Düfte, die allgemein sehr stark sind. So. Und der erste, wie gesagt, Armani Code Profumo. Ja, Tonka, Bohne, Vanille und so weiter. Das ist ein Partyduft schlechthin. Dazu cremig. Ja, ich muss sagen, im Endeffekt fast der beste Flanker. Ja, könnte man so sagen. Oder überhaupt noch nicht mal der beste Flanker, sondern der beste Duft aus der Reihe, finde ich. Mit den Absolut, das ist auch gut. Das Gold, ja, das Absolut Gold, das ist so ein, ob man das jetzt hätte machen müssen, das Gold, weil das Absolut ist fast ähnlich, aber auch er geht auch in die ähnliche Richtung, aber der Profumo ist einfach noch süßer, noch mehr auf die Fresse und es ist ein absolut cooler Date-Duft, Party-Duft, also Club, Bars und so weiter. Also der funktioniert wunderbar und hält über 10 Stunden. Hat eine sehr gute Ausstrahlung, jedenfalls die ersten 6, 7 Stunden. Ihr werdet wahrgenommen, ihr werdet auch später noch wahrgenommen, aber dann ist er ziemlich hautnah. Ist klar, irgendwann wird ein Duft hautnah. Aber wenn ihr einen starken Duft habt für Partys, Bars und so, dann Armani Code Profumo. Ich muss dazu aber auch noch vorweg sagen, ich will jetzt hier nicht jedes Mal Reformulierung reinreden, welcher wurde reformuliert, welcher nicht. Auch ich kann das nicht immer wissen und da kommt jetzt gleich noch so ein Kandidat. Ich betone das zwar mal, ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen, warum, weshalb, deswegen. Es kann natürlich sein, dass der ist jetzt auch schon, ich weiß nicht, ein bisschen älter. Es kann natürlich sein, dass die aktuellen Versionen, das ist von Batch zu Batch anders, vielleicht weniger halten oder vielleicht auch wieder mehr halten. Deswegen ja, kann ich da nicht immer so viel sagen. Auf jeden Fall Armani Code Profumo beginnt oder eröffnet ja dieses Beast Mode Video und es passt einfach. So, dann haben wir den nächsten. Roberto Ugolini 17 Rosso. Ja, da ist Pfirsich, Fruchtigkeit am Anfang in der Kopfnote und es ist im Endeffekt ein leicht süßlicher, fruchtiger Rosenduft. Die Rose ist ziemlich entspannt, aber ein Duft, der wirklich bei mir über 10 Stunden hält und für mich, ich muss es immer wieder betonen, der beste aus der Reihe ist, immer noch. Ja, vielleicht wird er irgendwann abgelöst von jemandem, ich finde die alle gut, aber er ist ziemlich, ja, so Gentleman, ein Mann, der elegant auftritt, der irgendwo auf Geburtstag und so weiter, kommt dieser Duft wirklich gut. Auch sehr gut geeignet für Vorstellungsgespräche, allerdings nicht ein Duft für, deswegen Vorstellungsgespräche, aber man hat ja nicht nur mit 15 Vorstellungsgespräche oder mit 17, wie auch immer, sondern so ab, ja, 22, 23, 24 würde ich den Duft so einsortieren, weil vorher ist das nicht unbedingt so ein Duft für ganz Jüngere, aber ein schöner Rosenduft. Ich bin auch der Meinung, dass ganz Jüngere so und so keine Rosendüfte unbedingt tragen. Natürlich, nee, ihr sollt tragen, was ihr wollt, aber meistens sind das dann entweder frische, sportliche oder einfach ja, süße Düfte. Auf jeden Fall 17 Rosso von Roberto Ugolini ist dabei natürlich und ja, schön, dass er so lange hält. Die Ausstrahlung ist die ersten 6 Stunden auch gut, 5, 6 Stunden und dann wird er ein bisschen ruhiger, aber er ist immer noch da. Sehr, sehr nice. Ja. So, der nächste kommt von Search auf mein Lieblingshaus, beziehungsweise meine Lieblingsbrand und zwar ist es Amber Gold. Ja, Amber Gold.
Das ist ein süß-blumiger Duft. Ich habe erst gedacht, der ist auch ein bisschen balsamisch, ist aber nicht dabei. Aber es ist einfach ein Duft zum Verlieben. Das flüssige Gold hier. Richtig geil. Tabak ist auch noch drin. Also seht euch das an. Wenn ich das hier die Flüssigkeit so sehe, richtig nice. Richtig schön. Patchouli, Moschus. Dann glaube ich, sind es Mandelblüte ist da drin. Ach, es ist ein herrlicher Duft. Und ja, der kostet ein bisschen. Aber da habt ihr was von. Der riecht tagelang auf den Klamotten. Ihr habt tagelang davon. Und der ist so beliebt und kommt so gut an. Oh, das ist ein so genialer Duft. Also wenn ihr mehr einsteigen wollt in die geniale, in die bisschen teurere Search of Düfte und so weiter, dann ist Amber Gold euer Duft, euer Mann, wollte ich gerade sagen. Es ist, die Shooting Stars Collection ist so nice. Da liegt die Betonung auf nice. Hier seht, das ist schon, da ist sehr viel Ölanteil drin. Richtig nice, richtig geiler Duft. Also süß, blumig, nicht so übertrieben blumig, aber schon blumig. Wie gesagt, man hat so ein bisschen den Touch, dass es balsamisch ist aber nicht da drin. Und also er ist nicht balsamisch, aber er kommt so rüber. Also es hat schon richtig Stil. Und ja, was soll ich dazu sagen? Wahnsinn. Absolut richtig geiler Duft. Amber Gold hält auf jeden Fall weit über 10 Stunden und hat eine Silage, die ersten 7 Stunden richtig da ist und ihr nehmt den eigentlich die ganze Zeit wahr. Also richtig geiler Duft. So, der nächste. Valentino Uomo Intense. So, und da haben wir das, was ich gerade vorhin am Anfang sagte. Da gibt es einen neuen Batch. Ich will da jetzt nicht wieder drauf eingehen. Das ist die erste Version, der hält 12 Stunden. So, ich stelle jetzt die Düfte vor, die an mir 12 Stunden halten, die ich habe, die Düfte. So, Fakt ist aber, ich muss da noch wieder trotzdem was zu sagen. Es gibt Leute, die sagen, es ist alles bla. Ich habe die 2021er Version und die hält an mir genauso 11 Stunden. So, und jetzt ist die Frage, es gibt natürlich auch viele, die wieder quatschen und sagen, ja, oder Hauptsache irgendwas ablassen und sagen, der hält nicht so. Natürlich meine ich jetzt nicht euch oder die, wo der wirklich nicht so lange hält, ne? Nehmt das nicht persönlich, aber es ist ja nun mal, es gibt Menschen, die müssen immer irgendwas schreiben und wie gesagt, aber das ist ein sehr schöner pudriger Iris-Duft mit Leder und ja, von allerfeinsten, besser geht's fast gar nicht zusammengefügt, geiler Flakon und das ist ein Duft, der bei Frauen richtig gut ankommt. Also, ja, da wird sie schon nervös, würde ich sagen. Und auf jeden Fall ist aber auch genial. Also, wenn ihr dann noch eine Lederjacke anhabt, dann ist er eigentlich fast perfekt. Also, die Iris, Leder, die Cremigkeit, pudrig, wow, absolut alles dabei. Und dann die Haltbarkeit und eine super starke Ausstrahlung. So. Dann haben wir das nächste Mal, sage ich schon, nein, jetzt haben wir Mercedes Black Club oder Club Black, da muss ich jedes Mal hingucken, Club Black. Ja, das ist im Endeffekt hauptsächlich eine ganz dunkle, tiefe Vanille. So, mehr müsst ihr gar nicht, ein ganz interessanter Flakon hier übrigens. Und Mercedes stellt ja gern Düfte ein. Ich bin an Überlegen, obwohl es eigentlich Quatsch ist, weil ich so viel Düfte habe und immer so ein Backup-Flakon zu holen. Ihr müsst mal, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr sowas geil findet mit Backup-Flakons. Wenn er natürlich nicht so viel hat, okay, oder wenn das wirklich sein Lieblingsduft ist, aber der ist schon geil und das sind über 12 Stunden Haltbarkeit und die tiefe Vanille. Ich habe so einige, wo so eine dunkle Vanille drin ist. Da wird einem so ein bisschen übel manchmal. Hier habe ich das nicht. Also ein richtig genialer Duft. Und was Mercedes da kriegt, für mich, wenn ich jetzt überlegen müsste, ist es auch mit dem Lip Parfum, glaube ich, heißt, ich weiß gar nicht, ist es der beste oder es ist eigentlich der beste Mercedes-Benz Duft, finde ich, für mich. Also, ich müsste vielleicht vergesse ich jetzt einen, aber nein. Der Duft ist genial und wie gesagt, ihr müsst eigentlich nicht vieles, so ein bisschen rauchige, dunkle Vanille, mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen. Cremig dazu, sehr stark, eine super starke Ausstrahlung über 7 Stunden und wie gesagt, die Haltbarkeit ist bombastisch gut. Also damit könnt ihr nichts falsch machen. Mercedes Black Club Black. So, jetzt kommen wir wieder zu einem, der wurde reformuliert, aber auch da gibt es Leute, die sagen, der hält nicht mehr lange und manche sagen, der hält wirklich noch über 10 Stunden. Bei mir hält er 13, 14 Stunden, weil es die erste Version ist, Versace Eros.
So, und das ist eine so starke Vanille, auch so ein Date-Duft und so weiter und so fort. Die Vanille, ich kann es nochmal erzählen, ich war auf dem Geburtstag, bin als erstes gekommen. Und 1,5 Stunden später im Hausflur haben Leute noch gesagt, oder die gekommen sind, die kommen uns beim Geburtstag, oh, der ganze Hausflur riecht nach Vanille, was ist das? Ja, Versace Eros. Also, das ist ein Duft, ja, so ein bisschen zitrig, leicht synthetisch, pudrige Vanille. Und ja, das ist einfach auf die Fresse Versace und man muss auffallen, genauso wie diese Brillen, genauso wie die Medusa hier vorne. Es muss immer auffallen. Ich werde mir im Sommer auch, glaube ich, noch eine geile Versace-Brille, Sonnenbrille leisten oder holen. Sehr, sehr nice. Habe ich schon lange vor. Vielleicht so eine rote mit der Medusa hier vorne. Also es ist schon ja, sehr, sehr nice. Schauen wir mal. Auf jeden Fall der Duft. Damit fällt ja auch auf. Wie gesagt, ich hoffe, dass er nicht ganz so schlecht geworden ist. Viele sagen ja, er ist immer noch gut. Es ist einfach Versace. Ich habe ja alle Versionen, aber es geht ja hier um Beast Mode und da ist die erste Version, jedenfalls die hier, sehr, sehr stark und ihr habt die ganze Zeit eine Ausstrahlung. Also ihr werdet wahrgenommen. Bombastisch gut. So. Dann haben wir als nächstes, da muss ich jetzt 2 Versionen hier euch zeigen, und zwar Job Om. Ja, ihr kennt ihn. Und hier ist die alte Version. Vintage-Version, allererste mit der Kornblume, wirklich allererste, super, sie ist noch so gut in Schuss, perfekt, wie neu und das ist die neueste, da könnt ihr mal den Farbunterschied übrigens sehen. Das ist nicht, weil er älter ist, sondern die war wirklich früher so, heute ist sie so, The Pink Man, wie ich immer ihn nenne, aber egal welche Version ihr habt, sie hält über 10 Stunden locker und ja, diese sogenannte Kirschnote hier in der neuen natürlich, sage ich mal, synthetischer als hier in der alten Version, die wirklich, ja, hier habt ihr die, oh, leckere Kirschnote. Ja, leider wird er nicht mehr so werden, aber ich mache diese Version auch noch. Ich habe, glaube ich, 6, 7 Flanker, ich habe noch 2 alte und der Rest so eine, ich weiß gar nicht, wann ich die aufbrauchen soll, aber es ist einer meiner Lieblingsdüfte, da bin ich mit groß geworden. Und ja, The Pink Man, nicht Jesse Pinkman, sondern hier Pink Man, auf jeden Fall. Es ist ein Duft, der einfach funktioniert. Vanille, Patchouli und so weiter. Es ist einfach er immer noch beliebt ist, eigentlich tragen ihn nicht mehr so viele und deswegen, er ist ein Frauenmagnet, es funktioniert einfach und ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann da eigentlich nichts zu sagen. The Pink Man ist einfach der Klassiker und der gehört einfach in die Sammlung. Natürlich geht diese Version, die gibt's leider nicht mehr, aber leider, was soll's. So, der nächste, auch hier. Ja, man kommt gar nicht drum rum, irgendwie zu sagen, oder das wegzulassen. Ja, Bentley Intense. Auch der wurde reformuliert. Aber hier sagen viele, hört mal, aber habe ich gelesen unter meinen Follower, die unterschreiben, hört mal auf zu quatschen, der hält immer noch locker über 10 Stunden. Hier haben wir 15 Stunden, also der sogenannte Rum-Duft, wie ich ihn nenne, ist gar kein Rum drin, aber man hat das Gefühl, dieses einfach würzige und dann dieser Rum-Leder ein bisschen, ist schon genial. Aber hier, ihr müsst aufpassen, guck mal, was heißt müsst aufpassen, es gibt ja nur noch die Version. Hier unten steht noch bei mir Intense auch noch drauf. Bei den neuen aktuellen Intense, also Bentley Intense, steht unten nur noch, glaube ich, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, nur noch Bentley drauf. Nicht mehr, das Intense wurde weggenommen. Das daran seht ihr, dass ob ihr die alte oder die neue habt. So, aber also der beste, günstigste Duft, den es mit auf diesem Planeten gibt, ist dieser Duft. Der ist einfach unschlagbar. Selbst, ich kenne die aktuelle Version nicht, selbst wenn die nicht so gut ist, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das unschlagbar. Von der Qualität, das ist nicht synthetisch. Der könnte locker, diese Version jetzt, so wie ich sie kenne, der könnte locker 300 € kosten. Woanders würde er auch 300 € kosten. Ich habe 20 € dafür bezahlt. Wahnsinnig geil. In 100 ml, glaube ich, ne? Es müssten 100 sein, ich kann das hier jetzt nicht sehen. Ja, 100 ml, sehr, sehr nice. Also Leute, da habt ihr was für euer Geld. Und selbst wenn er jetzt nicht mehr so lange hält, aber der kostet nichts und hat, aber trotzdem, er ist einfach nice. Ich habe gehört, dass er von der Silage ein bisschen weniger sein soll. Hier ist sehr stark Hammer Silage. Der erfüllt Räume, die Version. Also absolut geil. So, dann haben wir noch 2 Stück heute. Marc Gebauer, ja.
Arabian King. Der gehört natürlich, oder ein Marc Gebauer Duft gehört natürlich in die Reihe. Wie gesagt, das ist Teil 1 hier. Arabian King. Ja, ein Rosen-Oud-Duft, beziehungsweise ein floraler Oud-Duft, ja, könnte man so stehen lassen. Ohne Kuhstall. Viele haben gedacht, jetzt kommt dieses Ding, boom, auf die Fresse. Nein, ist nicht so, aber trotzdem super starke Ausstrahlung und Silage und eine super starke Haltbarkeit. Nicht so stark wie seine anderen, aber sehr stark trotzdem. Also Marc Gebauer brauche ich nicht drüber reden. Jetzt zu sprühen ist schon heftig, aber ist so, das sind 50% Ölanteil im Duft und ich mag einfach an den Duft und ich muss das immer wieder betonen. Das ist diese nachher auf der Haut, dieses so ein bisschen Barbershop Oldschool mäßig, was da kommt, ist richtig genial und ich hoffe, dass Marc noch einige Düfte rausbringt, weil so wie sie jetzt alle sind, gefallen sie mir sehr gut. Und auch dieser Duft, ich weiß gar nicht, warum der so schlecht gemacht wird. Das ist übrigens richtiges Blattgold hier, nur mal nebenbei. Ich weiß gar nicht, warum das so schlecht gemacht wird, der Duft. Ich weiß nicht, was die erwartet haben, aber das ist ein schöner, leicht süßlicher. Vielleicht ist da nicht so viel Oud drin oder wenig Oud oder wie auch immer, wie ihr das so, ne, dann wäre er noch teurer. Vielleicht ist er vom Preis vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ihr bekommt auch was dafür nochmal. Ich bekomme auch für diesen Duft Kompliment, auch für Frauen. Und auch eine Frau kann diesen Duft tragen. Also, ich will nicht sagen, aber der ist schon sehr nice. So, zu guter Letzt, heute in Teil 1 kommt ein Duft von Power. Ja, wir wollen jetzt hier nicht übertreiben, aber Black Tie von Fragrance One oder auch Jeremy Fragrance. Ja, Black Tie. Ich muss sagen, der Duft, ich finde ihn wirklich saugut. So, ich kann da nichts anderes zu sagen. So, also er hat einfach diese Fruchtigkeit, denn diesen Lederakkord, ich glaube Leder ist ja nicht drin, ein guter Sprüher eigentlich, was heißt eigentlich, kommt gut raus, das Zeug hier und der hält ewig, ne? Ich gehe gern mit denen spazieren, vor allem wenn das Wetter nicht so gut ist, der Duft ist nice und schön matt schwarz hier gehalten und was ich an denen gut finde, es wird jetzt ein bisschen hardcore, aber versteht das nicht falsch, aber der riecht wirklich nach Gleitgel. So, und das hat was. Das hat einfach was. Natürlich gibt es, ich habe ja schon mal erwähnt, ähnliche Düfte. Ich werde noch mal, es gibt 2 ähnliche Düfte, die auch von Roberto Morillas gemacht worden sind, genau wie der. Ich werde das Video noch mal rausbringen, den Vergleich ziehen zu den 3 Düften, also Black Tie und noch 2 andere. Oder beziehungsweise Black Tie und seine Brüder. Oder besser gesagt, die anderen und Black Tie. Wie auch immer, auf jeden Fall. Black Tie gehört dazu, super starke Ausstrahlung, super starke, wie gesagt, Silage und ist sehr beliebt, also kommt gut an. Das ist also, diese Gleitgel-Note hat was, wirklich, Gleitgel, wer Gleitgel kennt, ne, der weiß, wie oder was ich meine. Also da kann ich mich nicht, hier ist WTW drin auch, so einiges ist hier drin, mir gefällt dieser Duft und ja, preislich ist er natürlich schon ziemlich hoch, auch ein bisschen zu hoch, sage ich mal, ne? Aber er ist geil. Ich finde ihn aus Jeremys Reihe am besten, mit Abstand, ehrlich gesagt. Office for Man war gut, kann man nichts sagen, fürs Büro, alles in Ordnung, auch wenn synthetisch oder Amproxan-lastig extrem, aber ist gut. Dann Unisex for Man oder, Unisex for Man, Unisex da, sein Duft, ja, das ist so ein bisschen abklatschen, aber ein bisschen anders noch als der Duft von Jean-Paul Gaultier, wie heißt er, Ultramel. Dann seine anderen Düfte, ja, soweit Date for Men, muss man wahrscheinlich nicht haben unbedingt. Aber hier, der Black Tie ist schon wirklich nice. Also ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut. Und so, und das ist Fakt, da muss man auch gar nicht drum rumreden, um zu sagen, weil das Jasmine-Düfte sind oder was auch immer. Nein, der ist wirklich gut und ist beliebt, er kommt gut an und ich trage ihn gern und vor allen Dingen hält er lange und riecht durch diese Gleitgel-Note richtig geil. So. Das waren meine 10 Düfte oder
Beast Mode Düfte Teil 1, Teil 2 wird kommen, also keine Angst. Da kommen noch einige starke Düfte auf euch zu, Leute. Also macht's gut und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Bock habt, das darf ich nicht vergessen, werdet unten Mitglied, unterstützt meinen Kanal hier gern, wenn ihr Lust habt, liest ein bisschen durch da und dann, ja, das würde mich natürlich freuen. Einige sind schon drin, das freut mich und ja, dann bis zum nächsten Mal.